Heute will ich euch mal was zum Thema Pomade richtig verteilen sagen, weil mir oder uns im Laden vor allem auffällt, wenn wir Leuten Produkte zum Testen geben, weil das bieten wir auch im Shop in München quasi an, ist, dass viele schon bei der Anwendung von Pomade Fehler machen, die dazu führen, dass die Haare nicht halten können. Worum es geht, ist, viele nehmen die Pomade, einfach einen Finger voll, teilweise zu wenig, teilweise zu viel und schmieren dann einmal kurz durch die Hände und machen dann den hier. Das Problem ist, das Ganze kann dann einfach nicht halten, weil ihr die gesamte Pomade einfach über das Deckhaar, über die oberste Haarschicht schmiert. Dann wird die oberste Haarschicht schwer und dann fallen die Haare eben runter. Gerade bei längeren Haaren und den Frisuren, die aktuell beliebt sind, also tatsächlich längere Haare bis zu den Ohren, teilweise bis zu den Schultern, da wird es schwierig mit manchen Produkten. Aber grundsätzlich ist einfach das Problem, wenn ihr lange Haare habt und das Ganze nur über die Haare schmiert und nicht richtig einarbeitet, können die Haare nicht halten. Egal welches Produkt ihr nehmt, egal ob die Pomade 5 Euro kostet, ob sie 50 Euro kostet, egal ob sie eine wasserbasierte ist oder eine hochwertige UWB, da ist es dann egal, weil wir auch viele immer sagen, ja, jetzt habe ich doch ein teures Produkt gekauft und die Pomade hält nicht. Ja, aber es liegt dann in dem Fall nicht an der Pomade, sondern auch an der Einarbeitung. Und wenn ihr eben einen Pre-Styler habt, eine Creme habt, ein sehr weiches Produkt habt, Grooming Tonics, Texture Creams, also irgendwelche Sachen, die wirklich so Handcreme-Konsistenz haben oder ein bisschen mehr als Handcreme-Konsistenz, könnt ihr das Ganze schon mehr oder weniger von vorn nach hinten und durchwuscheln. Das ist kein Problem. Das wird schon sich gut genug verteilen. Dafür sind sie so flüssig. Aber sobald ihr irgendwas habt, was fester ist, was eine mittelfeste Konsistenz hat, irgendwie wachsig ist, müsst ihr das Ganze besser verteilen, weil es sonst einfach nicht hält. Das will ich euch jetzt mal zeigen anhand der G-Revival Texture Wax. Das ist jetzt nicht zu fest, es ist jetzt nicht zu weich, aber ihr habt eben schon eine eher wachsige Konsistenz. Dann nehmt ihr einen kleinen Finger, vielleicht sogar ein bisschen weniger als das hier, und schmiert das Ganze nicht in die Handfläche, auch wenn wir das häufig machen, einfach um es auch teilweise zu zeigen, wie gut sich das verteilt, sondern eben in die Fingerspitzen und versucht dann das Ganze zwischen den Fingern zu verteilen. Hat einfach den Grund, weil ihr mit den Fingern arbeitet. Also ihr versucht eben mit Fingern das Ganze in die Haare einzuarbeiten. Mit den Handflächen könnt ihr wieder nur schmieren und dann verteilt sich's nicht. Genau, das heißt, das Ganze ist jetzt doch ein bisschen wachsiger, als ich sie in Erinnerung hatte. Einfach gut verteilen, bis ihr eben, und wenn ihr da ein bisschen braucht, kein Thema, ihr müsst euch einfach die Zeit nehmen, bis ich das Ganze gut verteilt habe. Und dann jetzt nicht den hier machen, sondern von hinten und von den Seiten richtig einmassieren. Ist egal, wie die Frisur aussieht. Ihr habt bei UWB-Produkten und bei richtigen Pomaden die Zeit, da ja nichts fest wird. Und auch bei den meisten wasserbasierten, wenn ihr jetzt nicht gerade die festesten nehmt, habt ihr auch die Zeit, das richtig einzuarbeiten. Das heißt wirklich von hinten richtig bis zur Kopfhaut runter, weil ihr die unteren Haarschichten erreichen wollt. Also ihr könnt quasi keinen Turm bauen, keine Frisur bauen, nichts bauen, was irgendwie hält, wenn ihr keine Basis habt. Und die Basis habt ihr eben nicht, wenn ihr einfach von vorn nach hinten durchschmiert. Genau, dann je nachdem, wie viel ihr braucht, könnt ihr eben hinten ein bisschen einmassieren, einen zweiten Finger nehmen, in die Mitte einmassieren, einen dritten Finger nehmen, vorne einmassieren. Ich merke nur, dass dieser eine Finger bei mir schon hält, das sieht man ja. Also das reicht vollkommen aus. Und dann zum Schluss, wenn ihr eben alles in die unteren Haarschichten eingebracht habt, dann könnt ihr anfangen, von vorn nach hinten das Ganze durchzuziehen und dann auch in Ruhe zu stylen. Also nicht versuchen, Produkt einzuarbeiten und gleichzeitig zu stylen. Das funktioniert nicht, sondern erst einarbeiten und dann stylen. Dafür ist eben das Gute, dass die Produkte auch nicht so schnell anziehen, sondern ihr Zeit habt. Bei UWB-Pomaden und bei normalen Pomaden habt ihr sowieso alle Zeit der Welt. Da könnt ihr eine Stunde lang rumtüdeln und ja, es zieht ja nichts an. Und dann könnt ihr eben das Ganze stylen, wie ihr wollt. Das heißt, eben ganz wichtig ist dieses Einarbeiten. Was wir dann immer hören, ja, da habe ich nicht die Zeit für. Ja, wenn du
3 Minuten, die das jetzt gekostet hat, die Zeit nicht hast, bringen dir auch die besten Pomaden nichts. Also du musst dir die Zeit nehmen, das Ganze ordentlich einzuarbeiten. Dann 5 Minuten früher aufstehen. Entweder man nimmt sich die Zeit oder man lässt es. Also das ist das, da können auch die besten Produkte nichts machen, wenn man sich die Zeit nicht nimmt. Also man sieht es ja teilweise in Videos, dass wir doch auch 10, 15 Minuten brauchen, wenn man das Föhn jetzt nimmt, teilweise 20 Minuten. Das sehen wir auch bei gerade den modernen Frisuren, den längeren Frisuren, dass dann einige sagen, gut, die Pomade reicht mir nicht, das hält nicht genug. Dann wäre die nächste Konsequenz, eigentlich einen Pre-Styler zu verwenden, den vorzuarbeiten. Oder soll man dazu ein zweites Video machen? Überlege ich gerade. Eigentlich schon, ne? Wo war ich denn jetzt? Genau, wenn ihr die Zeit nicht nehmen wollt, das Ganze einzuarbeiten, das müsst ihr leider. Also da kommt ihr nicht drum rum und so lange, habt ihr ja gerade gesehen, dauert es jetzt auch nicht. Einfach nur schauen, gut einmassieren, gut durcharbeiten und dann habt ihr eben, dann merkt man auch, dass man in der Kopfmitte, dass auch die Haare hier halten. Weil ihr merkt es wahrscheinlich den einen oder anderen, also Indizien daran, dass ihr nicht gut verteilt habt, ist eigentlich dann, wenn sich die Haare gerade hier hinten irgendwo teilen. Also wenn ihr fiese Wirbel habt und die sich nach 1 bis 2 Stunden schon teilen, heißt es, ihr habt genau an den Stellen zu wenig drin. Ist auch bei Pomade, bei glänzender Pomade tatsächlich der Fall, dass es dann fettig oder ungepflegt aussieht, wenn ihr zu wenig Pomade nehmt, klingt paradox, oder sie nicht gut genug verteilt, weil dann habt ihr einzelne Strähnen oder glänzendes Deckhaar und unten durch schimmert dann das matte Haar durch. Dann sieht das aus, als hättet ihr fettige Strähnen, aber nicht, als hättet ihr Pomade im Haar. Das heißt, bei Pomade kann man auch tatsächlich zu wenig nehmen bei klassischer Pomade und auch hier gut verteilen, weil sonst habt ihr glänzende Strähnen und dann sieht das Ganze eben ungepflegt aus und nicht gewollt glänzend. Aber wenn ihr eben Strähnen habt oder Teile habt, die einfach im Laufe des Tages oder sogar nach 1, 2 Stunden wegfallen, dann an die Stelle nächstes Mal ein bisschen mehr nehmen, besser verteilen. Wenn das natürlich das Ganze nach 8, 9, 10 Stunden auseinanderfällt, da ist einfach auch irgendwann Schluss. Also kein Produkt kann 12, 13, 14 Stunden halten. Da müsst ihr einfach damit rechnen, dass ihr eben irgendwo ist das Limit erreicht. Aber wenn es eben nach einer kurzen Zeit, relativ kurzen Zeit schon auseinanderfällt, könnt ihr eben da schauen, dass ihr da an der Stelle ein bisschen besser verteilt. Genau, das war es dazu. Kleines Video, wahrscheinlich trotzdem viel zu lang. Aber vielleicht hilft euch das ja, jetzt gesehen zu haben, wie man das Ganze verteilt. Wichtig, zwischen den Fingern, von hinten, von den Seiten, vom Deckhaar, von oben wirklich reingreifen und nicht nur oben drüber schmieren, weil sonst egal. Dann könnt ihr auch eine Far East nehmen, die festeste von Brosh. Es wird trotzdem irgendwann passieren, dass die Haare halt auseinanderfallen, weil unten der Halt fehlt. Wenn ihr Fragen dazu habt oder das Ganze noch anders erklärt haben wollt, schreibt uns gerne. Dann helfen wir euch gerne weiter. Ansonsten hoffe ich, dass es euch ein bisschen schon geholfen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Video.